Ich lebe mietfrei in Schweden seit über 4 Monaten schon und das ohne ein eigenes Haus oder Grundstück zu besitzen. Vor 1,5 Jahren haben mein Mann und ich unser geregeltes Leben in Deutschland aufgegeben und sind raus in die Welt. Weniger um umherzureisen und uns schöne Orte anzusehen, mehr um das Leben, den Alltag in anderen Ländern kennenzulernen. Länder, die uns aus verschiedenen Gründen interessieren und in denen wir uns vorstellen können, irgendwann einmal dauerhaft zu leben. Von diesen 1,5 Jahren haben wir insgesamt bereits über ein halbes Jahr mietfrei in verschiedenen Ländern leben können. Wie genau das mit dem mietfreien Wohnen auf Zeit funktioniert und wie auch du diese Möglichkeit ausprobieren kannst, erzähle ich ein wenig später. Nur so viel. Gerade solche Wohnsituationen erlauben es uns, fast schon wie Einheimische in das jeweilige Leben vor Ort einzutauchen, was wirklich sehr besonders ist. Aber zunächst einmal möchte ich ein paar meiner spannenden Erfahrungen in diesem Selbstversorgerhaus mitten im Wald in diesem wunderschönen Land mit euch teilen. Im letzten Video habe ich bereits erzählt, dass das Haus hier keine herkömmliche Heizung und Innentoilette hat, ebenso wenig wie eine Waschmaschine oder einen Wasseranschluss an die Stadt. Schau gerne in das Video rein, wenn dich interessiert, wie so ein Leben im Alltag für uns aussieht und welche Herausforderungen es mit sich bringt. Als wir uns das Haus hier ausgesucht hatten, um darin Schweden, naja, zumindest einen kleinen Teil davon, eine Zeit lang zu erleben, wusste ich natürlich, dass es nur wenig Komfort bietet. Und das Ganze dann auch noch im Winter klang definitiv nach einem Abenteuer für mich. Insbesondere da ich in vergleichsweise modernen Verhältnissen in der Stadt groß geworden bin. Solche einfachen Verhältnisse kannte ich nur von meinen Großeltern aus Sibirien und ich weiß noch, dass es immer sehr schön war, dort zu Besuch zu sein. Allerdings war ich Kind und musste mich nicht mit den täglichen Aufgaben, die mit so einem Leben einhergehen, befassen. So etwas wie regelmäßige Handwäsche machen, sich stündlich um die Wärme im Haus kümmern, die eigenen Hinterlassenschaften ordnungsgemäß entsorgen, das Haus mäusefrei halten, kleine Reparaturen, die durch Witterungen oder andere Umstände anfallen und selbst das regelmäßige Schneeräumen, um auf dem eigenen Grundstück zurechtzukommen, sind alles Dinge, die ich in meinem Erwachsenendasein, wenn überhaupt nur selten bis nie tun musste. Insofern ist es für mich eine wirklich spannende Erfahrung, die ich so vielleicht nie wieder im Leben haben werde. Wer weiß. Auch die wenigen Begegnungen hier, die wir in diesem kleinen Dorf haben, sind irgendwie besonders. Alle lächeln freundlich, winken dir zu, wenn sie vorbeifahren oder grüßen dich nett. Das ist natürlich keine neue Erfahrung, aber dennoch immer wieder besonders. Denn im Stadtleben passiert so etwas nicht. Auch hier in den größeren Städten, in denen ich bereits war, haben die Menschen einen anderen Lebensrhythmus und Umgang miteinander als auf dem Dorf. Mit gebürtigen Schweden hatten wir bisher keinen intensiveren Austausch, nur mit Deutschen, die hier leben. Daher habe ich in diesem Bereich keine Erfahrungen machen können. Nur eine Sache ist mir besonders ins Auge gefallen. Viele, sehr viele der Schwedenhäuser scheinen keine Vorhänge an den Fenstern zu haben. An den meisten Fenstern stehen oder hängen kleine Lampen, die angenehm warmes Licht spenden und eine sehr gemütliche Atmosphäre erzeugen. So sehr die Schweden verschlossen sein sollen, was ihre Persönlichkeit betrifft, so haben wir es zumindest schon oft gehört, so offenherzig sind sie mit dem Einblick in ihre Häuser.
Vor ein paar Tagen, als es hier noch so richtig kalt war, waren wir zum ersten Mal in unserem Erwachsenenleben auf einem großen, zugefrorenen See spazieren. Das mag für den einen oder anderen nichts Besonderes sein, für mich war das aber sehr beeindruckend. Über das Eis zu laufen und unter sich diese wunderschönen, so unterschiedlichen Schichten aus Eis zu beobachten. Ich war hin und her gerissen zwischen dem Gefühl von Begeisterung und Ehrfurcht. Und dann auch noch diese unfassbaren Geräusche. Hast du schon mal gehört, wie das Eis singt? Wenn starke Temperaturschwankungen auftreten, verursacht es Spannungen im Eis. Und dann dehnt es sich entweder aus oder zieht sich zusammen. Dabei entstehen ganz wundersame, tiefe Geräusche. Das zum ersten Mal selbst zu erleben, war einfach magisch. Diese mächtige, ungezähmte Natur, wie wunderschön, einschüchternd und erhaben sie doch ist. Da fühlt man sich winzig klein im Angesicht ihrer majestätischen Kraft und schier unendlichen Weite. Draußen zu sein, umgeben von purer Natur, hat einfach etwas Faszinierendes an sich. Es inspiriert und erfüllt mich auf eine Weise wie kaum etwas. Das war auch einer der Gründe, warum ich Schweden schon länger erleben wollte. Immer habe ich davon gehört, wie schön und ursprünglich die Natur in Schweden sein soll. Und jetzt, endlich, kann ich das nun selbst erfahren, zu einer Jahreszeit, die ihre ganz eigene Magie in sich trägt. In einer Unterkunft, die nicht hätte näher an der Natur sein können. Wer meine letzten Videos gesehen hat, hat schon mitbekommen, dass in dem Haus, in dem wir gerade wohnen, eigentlich jemand anderes lebt, nämlich die Eigentümer selbst. Das bedeutet, dass das hier kein Ferienhaus ist, in das ständig neue Besucher kommen. Es gehört Menschen, die gerade selbst auf Reisen sind, und wir passen auf das Haus und Grundstück auf, solange sie weg sind. Sicherlich hast du schon mal davon gehört. Es nennt sich House-Sitting. Im Grunde bedeutet es mietfreies Wohnen gegen Hausbetreuung. Ich kannte diesen Begriff bzw. hatte früher schon mal davon gehört, dachte mir aber, warum auch immer, dass das nur für ganz bestimmte Menschen möglich wäre. Also habe ich mich auch nicht weiter damit befasst, bis ich vor ein paar Jahren erneut von dieser Möglichkeit hörte. Ganz plötzlich erschien es wieder auf meinem Horizont und war auf einmal greifbar für mich. Verrückt, wie das manchmal so läuft. Dabei ist es ganz simpel. Es gibt mittlerweile einige Seiten, die speziell darauf ausgelegt sind, Menschen, die einen Hausbetreuer brauchen und solche, die nach einer House-Sitting-Möglichkeit suchen, zusammenzubringen. Was es braucht, ist meistens eine offizielle Anmeldung auf einer dieser Seiten, die mit einem kleinen jährlichen Beitrag verbunden ist. Ein wenig Flexibilität und Offenheit für Neues. Es gibt Reisende, die diese Möglichkeit nutzen, um tatsächlich einfach kontinuierlich mietfrei zu leben. Es gibt aber auch Menschen, die einen festen Wohn- und Arbeitsalltag haben und das als reale Option für ihren Urlaub wahrnehmen. Allerdings Urlaub mit Verantwortung, aber das ist ein Punkt, der selbstverständlich sein sollte. So jedenfalls haben auch wir es gemacht, uns auf einer dieser Seiten angemeldet und unsere Fühler nach möglichen Hausbetreuungsoptionen ausgestreckt. Auf diese Weise konnten wir schon sehr interessante Erfahrungen sammeln
mit dem Bonus, eine Zeit lang mietfrei leben zu können. So auch hier in Schweden. Ich bin sehr dankbar, dass wir heutzutage solche Möglichkeiten haben und dass es immer noch genügend Menschen gibt, die vertrauensvoll, neugierig und offen anderen gegenüber begegnen. Falls du auch schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht hast, dann erzähl gerne davon in den Kommentaren. Und wenn dich mehr persönliche Einblicke in meinen Lebensweg interessieren, dann schau gerne auf meinem Blog vorbei oder trag dich für meinen Newsletter ein. Ich freue mich, von euch zu hören. Alles Liebe und bis bald.